It's happening. Willkommen, servus, grüezi, Mic check, hallo. 1, 2, 1, 2. Ein Rapper, wie es im Buche steht, bleibst nur du. Und ja. Ich kann nicht rappen, deshalb machst du das. Ja, sonst ist es nicht gereimt, aber Jetzt witzig deshalb bin ich versuche lustig zu sein. Ja, allererste Mal jetzt hier im TSH. Big Shoutout erstmal an TSH, müssen wir sagen. Dass die als Community so zusammengekommen sind, wirklich Appreciation, vor allem Shoutout an Van, Maurice und Henry, like, you guys, sie werden uns jetzt nicht ganz so gut verstehen, but you know you meant Van, Maurice, Henry, big up Appreciation, dass wir heute hier im TSH sein können für unseren ersten Podcast. Hoffentlich der erste von vielen. Wie heißt der Podcast überhaupt, Bro? Stimmt, sollten wir den vielleicht auch nochmal mitteilen. Machen wir es gleichzeitig offiziell jeder in seine Kamera rein oder? Okay. 3, 2, 1. Bros to better. Es war sehr, ja. Also, ich glaube, man hat uns gut verstanden. Für alle, die es nicht verstanden haben, die uns so ein bisschen haten dafür. Wir sind Mado, mein Name ist Franz, Only French, kurz Musungu, je nachdem, wie ihr mich nennen wollt, ruft und ich höre. Yes, sir. Und wir sind von Bros to Better. Und uns geht es effektiv darum, eine Community mehr zu bilden. Also wenn ihr es auch wundert, warum sitzt dieser Dödel, ich sage es immer Dödel, weil wir dürfen auch nicht so viele Schimpfworte benutzen, daran werde ich mich erstmal gewöhnen. Werden wahrscheinlich das Thread noch aufbauen müssen mit den ganzen Schimpfwörtern, aber eine Community, um ehrliche Konversationen zu führen, zwischen Freunden, Themen zu sprechen, die vielleicht auch nicht die spaßigsten sind oder halt auch Themen aufzufassen, die nicht ganz so die jedem von uns was angehen, die es uns passieren, um mal richtig weit zurückzurudern, so warum wir es eigentlich machen und wo es angefangen hat, ist mit meiner Mental Health. Ich habe Anxiety, ich habe ADHD, ich habe ab und zu mal Depressionen, so noch mit dazu, so wie es das Leben halt einfach macht und wie es ist. Aber habe in meinem Prozess jetzt, wo wir eben auch alle 30 geworden sind, das war eigentlich der Hauptausschlag. Nur du bist 30 geworden, ja. Der Hauptgrund, sorry, Black Don't Crack, forgot. Du wirst erst später 30, das schallt ja. Nee, weil wir halt bei dir sozusagen jetzt quote unquote 30 und erwachsen, also ich bin 30, Amel ist 20-something. Was heißt es, Mann zu sein? Wie lebt man? Wie kommen wir irgendwie damit klar? Wie kommen wir mit unserer eigenen Mental Health Scheiße zurecht? Für alle, dass ihr auch Bescheid wisst, wir sind ein internationaler Podcast. Wir werden extrem nervig sein, denn jede zweite Folge wird auch in Englisch sein. Das heißt, für alle, die kein Englisch mögen, habt ihr halt alle 2 Folgen mal was. Check Duolingo am besten. Das ist der nächste Duolingo-Shoutout. Auch Rosetta Stone, Bubble, wer auch immer, gibt uns gerne. Ansonsten, wir haben auch Subtitles, falls ihr mit uns lernen wollt. Aber ja, wie gesagt, jede zweite Folge wird auf Englisch sein, damit wir nochmal mehr Leute reinholen können. Weil das TSH und wir auch für die Community und die Interaktion stehen. Ja, aber für den heutigen Tag ist erstmal so ein bisschen dieses Mission Statement. Ich habe jetzt schon erzählt, so dieses 30 werden. Selbst wir kennen uns jetzt, seitdem wir Anfang 20 waren? So Mitte 20. Mitte, 23, so 24. So in der Zeit. So ja, zwischen 23 und 25 waren wir, je nachdem wer. Ich war wahrscheinlich schon 25. Du warst schon 30? Ja, ich war damals schon 30. ich age backwards. Ja, aber ja, da hat es eigentlich angefangen, so dass wir die letzte Hälfte unserer 20er so miterlebt haben und plötzlich jetzt irgendwie erwachsen sind. Du bist jetzt auch, ich weiß nicht, darf ich sagen, ja, sicher. Er ist Onkel. Zweifacher Onkel, aber ich bin alt. Deshalb Onkel Amel und Opa Franz versuchen so ein bisschen die Weisheit zurückzugeben, die wir erhalten haben, hoffentlich. Ja, ich meine, man wird reifer, meint man zu sagen. Du bist reifer, ich werde älter. Okay. I'm just saying. Alt. You know me. Aber ich bleibe bei der Reife auf jeden Fall. Man wird reifer, aber schaut noch einmal im Hier und Jetzt und sieht auf den Weg hin, dass man doch noch ein paar Sachen auslässt, die wichtig sind auf diesem Weg. Und ich glaube, es ist immer schön, auf jeden Fall sich das bewusst zu machen und sich selber zu sagen, dass man immer offen ist fürs
lernen, für neue Sachen auffassen, neue Kommunikationen suchen, neue Gespräche suchen, besser gesagt, um einfach weiter voranzukommen in dem, was man macht, in dem, wer man ist und wo man hin will sozusagen. Und ja, ich glaube, wir haben heute einen sehr, sehr nicen Gast hier am Start auch. Ich meine, wir werden künftig nicht alleine hier am Start sein. Da gibt es ja auch diesen schönen... Ich weiß nicht, willst du ihn vorstellen oder soll ich ihn vorstellen? Ja, I mean... Wir können ihn beide vorstellen. Wir können ihn also ich meine, wir kennen ihn auch der eine länger, der andere... Wir kennen ihn beide, der eine besser, der andere... auch, wenn das so Sinn macht. No. Wie sagt man? Ja, wir kennen ihn beide, lassen wir es einfach mal dabei. Ja, wir kennen ihr werdet euch noch dran gewöhnen, dass ich ein bisschen waffle, aber davon mal genug. Ja, ich weiß nicht, wie man ihn beschreiben soll. Jetzt, wo wir unsere wunderschöne Empore haben, von dem unsere Stargäste auch natürlich zu uns dann kommen werden. Was macht er nicht? Er ist DJ, er ist Journalist, er ist Aktivist, er ist Creative Director, er ist Werbemann, er ist charmant, er ist Bruder, er ist alles, er ist so viel und noch nöcher. Unter anderem auch unser Freund natürlich, was es umso schöner macht und eine größere Ehre macht, the one and only Tori Reichel zu begrüßen in unseren Reihen. Wo ist der Tori? Achso, wir müssen... In der ersten Folge. Eine Ehre. Monsieur. Die erste technische... Ja, ein paar technische Probleme, aber ich glaube, der Musiker in unser Mikrofon. Die Introduction umso herzerwärmend. Schön. Gerne. Das ist ein inneres Blumenpflücken, wie wir in Deutschland sagen. Das werdet ihr noch kriegen. Na, ich mag die deutschen Metaphern so. Das ist immer sehr herzlicher nochmal. Da können wir nochmal gehen. Du bist ja auch aus dem Grenzgebiet Deutschland-Österreich. Von daher verstehst du mich da auch gut. Viele Österreicher haben noch Probleme, mich zu verstehen, aber ich glaube, das liegt am Sprachfehler und nicht an mir, an meinem Deutschen. Aber ist das so? Ich dachte, die Deutschen haben eher Probleme, uns zu verstehen. ja, das sowieso. Also als Teils, ne? Also viele von euch verstehe ich gar nicht. Also den ersten Kerner, den ich getroffen habe, das hätte auch ein Serbe sein können. No shit. So, nein, für mich hat sich so angehört, so bei Footblocker, er kommt rein. Ich so, entschuldigen Sie, ich bin Deutscher, ich bin frisch hier in Wien. Ich bin noch voll lieb. Ich sag doch zu ihm so, bitte, ich verstehe den Akzent nicht, können Sie es nochmal wiederholen. Er sagt genau dasselbe nochmal. Es ist voll, es ist Mittagszeit, Hilfe, packt. Ich denke mir so, fuck, okay, wie bringe ich dem das bei? Ich sag ihm halt so, entschuldigen Sie, ich bin Deutscher, ich bin jetzt frisch in Österreich, so, ich verstehe den Akzent nicht. Schaut er mich an, ich brauche einmal die Schuhe in der 12. Ich denke mir so, ja, ich bin Deutscher, nicht schwerhörig. Die Schuhgröße hatten wir dann nicht, die war leider aus. Sorry, Harry, fahr wieder nach Kärnten. Ja, also ab und zu habe ich schon noch Probleme, den Österreicher zu verstehen, aber ich habe mir angewohnt, ich nick jetzt nur noch, weil... Ich glaube, es ist nicht nur das Sprachliche, es ist vor allem auch das Kulturelle. Ja... Da unterscheiden wir uns sehr, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, saufen können auf jeden Fall die Österreicher besser. Ist es so? Nein. Schon. Nein. Glaube ich nicht. Mehr Österreicher leben auf dem Land und auf dem Land trinkt man mehr. Deshalb der Durchschnittsösterreicher trinkt deshalb mehr, weil mehr ländliche Bevölkerung. Ja, mehr ländliche Bevölkerung. Okay. Deutschland kann zwar auch. Mit den Fakten hier, Alter. Ich bin schon wieder leise. Ich habe jetzt keine. Das denke ich mir jetzt so, weil ich habe auch auf dem Land gelebt am Bodensee. Das ist so nördlich von Vorarlberg für alle aus Österreich. Aber da lernst du halt auch schon. Also mit 13, 14 haben wir da schon. Da sind die Väter hingekommen und haben uns so ein Peng hieß das bei uns. Das war Asbach. Wann bist du nach Österreich gekommen? Österreich bin ich 2016. Okay. Ende 16, Anfang 17 bin ich her. Und dann hat es aber auch erst mal ein Jahr gedauert, bis ich den Durchschnittsösterreicher so verstanden habe. Jetzt... Entschlüsselt hast. Ja, weil es ist so bayerisch auf schwer. Wenn du als Deutscher herziehst, ist es wirklich so, wie du halt bei der Bulli-Parade gehabt hast. Weißt du, so, da kommt der bayerische Polizist so und dann redet Bulli irgendwie so zurück. Und
Ich hätte auch Chewbacca sein können, so die Hälfte der Zeit, wenn die Leute mit mir reden. So. Aber jetzt genug Austria-Bashing. Die doofen Piefkes sind ja eh schon hier. Wir sind ja auch die zweitgrößte, wir sind der größte Ausländeranteil in Österreich. Ja, aber wir sind sneaky, weil niemand sieht uns so. Das ist so John Cena. You can see me. Das ist diese... Oh man. Ja, Aber Mann, ja. wir haben es geschafft. Wir haben Tori hier am Start. Ja, ist meine Ehre in der allerersten Folge. Muss. Wenn ich bei einem Piloten von irgendwas dabei sein kann, dann bin ich natürlich dabei. Verstehst? Das ist schon ein Honor. Ja, es ist echt ein Honor, weil wir ja auch, Hart gespannt, worüber ihr mit mir reden wollt. Ich habe so ein... vor allem, weil wir ja schon hier im Hause TSH schon unten unsere 2 Link-Up-Folgen gehabt haben. Also Ja? wo wir Und hier schon ziemlich deep bekommen. Einige. eben, die Konversationen herrschen hier nonstop. Und unser Ziel ist das eben auch weiterhin zu nutzen, dass wir hier im TSH uns breit machen können und über alles sozusagen labern können. Und was gibt's Besseres als Tori, einen Journalisten, einen DJ, Creative Director. ein Mann des Volkes einfach hier am Bruder. Start zu haben. So. Ich Ja. freue mich immer auch sehr, mal nicht in der Fragen, Ja, in der Rolle fix. zu sein, des Interviewenden, Ja, des Interviewten. Ja, Ich weiß nicht, was ich besser kann. Es wird spannend. ja, das werden wir jetzt Ich glaube, es ist immer... Mehr Practice in Fragen stellen als in Ich wollte sagen, ich glaube, es ist auch einfacher, weil du bist vorbereiteter. Also du hast sozusagen die Esse im Ärmel Ja. als Interview, Ja, aber du hast den es ist Pressure auch. Es ist halt Pressure. Und hier, als Ja, der Interviewte, kannst du theoretisch nichts falsch machen. Ich meine, du kannst die ganze Folge verbocken. Ja, Das aber- ist aber es ist eure Aufgabe, es zu retten, falls sie komplett verkacken. Das ist das. definitiv. Das ist diese Challenge. Sind wir in der Lage? Ja. Franz, du schon, gell? Ja, wir doch, beide. Safe. Stark. Machen wir schon. Du gehst so ein Bein, ich gehe auf die Arme, dann geht das schon. Ich habe Zivi gemacht, das kriegen wir schon hin. Nein, aber es ist, wie gesagt, das war auch lustigerweise, also, weil ihr es beide auch eben erwähnt habt, eben als diese Link-Up-Reihe angefangen hat, da bin ich auch gerade wieder zurückgekommen aus UK und war halt dieses so, es ist neu, es ist diese Entwicklung, Wien braucht ja auch kein Hate, aber Wien braucht einfach ein bisschen länger, bis es ankommt, einfach aufgrund der Lage. 1000 Gründe, warum es länger braucht, aber zu sehen, wie es angekommen ist und wirklich so viele Leute auch unten im Auditorium zu sehen, war schon... Es ist so stolz. Es ist so wie wenn man so wie so großer Bruder und man sieht so den kleinen Bruder das erste Mal Fahrrad fahren. So dieser Stolz, wenn man so Freunde sieht und sich succeeden, so das ist... Community Building ist ein langwieriger, mühseliger, manchmal undankbarer Prozess, aber wenn es klingt so, wie wenn man irgendwie Ja, das ist definitiv. anstrengend so, aber Es ist es ja ist auch... halt schön, so langfristig zu sehen, dass es Früchte trägt und dass Ja, ich glaube, wirklich so ein Netzwerk entsteht. das ist ja auch, glaube ich, es ist ja ein Baby dann auch so, diese kreativen Projekte. Ich glaube, das ist ja auch, warum viele Künstler auch vielleicht so lange brauchen, weil es ist irgendwann wirklich das Baby, so man will es halt dann auch vielleicht nicht sharen, man will es vielleicht auch nicht... Weil- Overprotective. Ja, weil was ist, wenn jemand denkt, mein Baby ist hässlich? So, also jetzt auf die Musik bezogen. Alle Babys sind natürlich hübsch. Aber das ist ja eben genau dieselbe Fear, die man hat. So. Oder? Ja, da bin ich froh, DJ zu sein zum Beispiel, also wenn es ums Musikalische geht, dass Ja. mein musikalischer Bezugspunkt halt DJing ist, wo es in erster Linie darum geht, so live vor Ort einfach Musik mit Leuten zu experiencen und nichts im Studio. Glaubst du, das ist ein Cop-Out? Wie bitte? Glaubst du, es ist so ein bisschen so ein kreativer Cop-Out, dass man sagt, ich bin DJ? Also mal provokant, so Devil's Advocate. Ja, Weil es ist auch mehr weil es ist auch Arbeit natürlich. Ja. Ich meine, wenn du richtig DJ bist und wirklich auch deine Sets mixst, du kannst auch faul sein und dir einfach bei Soundcloud irgendwas runterladen und play. Lazy as fuck sein, ja. Natürlich, Von der aber Playlist abspielen. Aber ich finde, das ist das Interessante, weil DJs haben, glaube ich, so dieses, du bist faul, du drückst nur Play, dein Set ist eh nicht abgemischt. Natürlich, Tomorrowland live abmischt ist was ganz anderes. Den Stress würde ich mir nicht mal geben, was da an Geld in diesen Lichtshows steckt. Da will ich erst gar nicht anfangen. Da verstehe ich, dass das auch gescriptet ist und einfach ein aufgenommenes Set ist. Aber du siehst halt auch, was Leute so machen. Also, es hat in der Electronic Music hast du, glaube ich, mehr die Appreciation als jetzt so vielleicht Im Hip-Hop. im Hip-Hop, was DJs angeht.
weil DJs, ich habe so das Gefühl im Hip-Hop, Ist keine Appreciation für DJs? nicht mehr so sehr. Hip-Hop-Culture da ist? Nee, früher schon, aber ich glaube, es ist weggegangen, wo zum Beispiel, wenn ich auf einem Rave bin, ich sehe so... definiert, also diese Genregrenzen nicht mehr Ja. nicht da. Also man Weil- spielt basically oder meistens am selben Equipment wie irgendwelche EDM-DJs. Die Lines sind blurry, Genres sind Aber ich glaube auch viel, weil... Idee des 20. Jahrhunderts gefühlt. Aber ich glaube, diese Hip-Hop-DJs, das halt... viele sind halt immer mit jemandem, so wie du halt Kitschkrieg und Trettmann hast. So, ich glaube, Ja, true. vielleicht ist deshalb, früher hattest du halt wirklich die DJs, die wirklich da, die haben den Flow gebracht, wo wir wirklich auf ganz History gehen, so in die 80s, 90s gehen, wo es wirklich um Abmixed Schallplatten noch so geht. Ich glaube, deshalb eher... Also rein technisch gesehen eine komplett Ja, andere Genau, Zeit, deshalb war halt diese Appreciation, glaube ich, da für DJs im Hip-Hop. Aber jetzt brauchst du eigentlich fast keinen DJ mehr auch in einem Set, so wenn du... Ja, ich glaube, die Spannweite bei DJs geht einfach so weit. Es geht so von Leute, die halt wirklich das Bare Minimum können, bis zu komplett virtuosen Skills. Ja, also... Es ist schwer in eine Box zu stecken. Ja, Aber es ist auch, finde ich, ein Feld. Ich denke mir jetzt so, ich bin ganz froh, also so mehr in dieses DJ-Ding eingetaucht zu sein, weil ich da auch irgendwie nicht das Gefühl habe, dass wenn ich jetzt älter werde im Laufe der Zeit, dass es irgendwie Cringe. Das cringe wird, beziehungsweise dass wenn ich Performance-Künstler bin, stelle ich es mir schwer vor, dieselbe Energy zu verstehe. transportieren, die du mit Anfang 20 hast und das dann in den 50ern zu machen. halt eine Yoko. DJing ist ein Skill, den du immer weiter verbessern kannst. Ja. Du gehst eigentlich jedes Mal nur raus und denkst dir, wait a minute, ich könnte eigentlich viel besser sein als ich. Ja, na, aber das ist auch gerade allgemein gerade so ein Thema. Ich habe es auch jetzt so mitbekommen, dass man so sagt, so ab 30 solltest du nicht mehr rappen sozusagen. Ne? So ab 30 ist unnötig, wenn du da Hast du noch 5 Jahre am Zeit. herumhüpfen bist oder keine Ahnung. Crazy in der Hinsicht, weil dir die ganze Zeit gesagt wird, Ja. so von der Gesellschaft kommuniziert wird, du Slow sollst down. mit allen möglichen Dingen Erfolgreich sein. langsam aber sicher Aufhören einfach so. oder What the schon fuck? erfolgreich sein und so. Und irgendwie sagen gleichzeitig so, wait a minute, es fängt gerade erst an zu ja. funktionieren, so, es klickt alles erst. Warte mal, jetzt. das ist... Und genau Alles, was dann ich wirst du mit gestoppt. Anfang 20 machen wollte, mache ich in Wirklichkeit jetzt und ab. Ja, aber das ist interessant, weil das war auch dieser Punkt, sag ich ehrlich, warum ich auch an dich denken musste, als den ersten Gast bei uns. Wie gesagt, ich bin jetzt 30 geworden, Amel wird in 5 Jahren 30, wie wir alle gehört haben. Deshalb... aber genau das habe ich gemerkt. So, ich war auch zu meinem Geburtstag bei meinen Eltern. Mein Vater hat sich zu mir rausgesetzt und wir haben eine Zigarette geraucht. Also, ja. Und er hat zu mir gesagt, Franz, ich sag dir jetzt dasselbe, was mein Vater zu mir gesagt hat, als ich 30 wurde. Er hat mir knallhart in die Augen geschaut und hat gesagt, so wie du jetzt bist, bleibst du, bis du stirbst. Du wirst nicht erwachsener, du wirst nicht verantwortungsvoller, du wirst nicht reifer, du wirst nicht besser mit Geld, gewöhn dich dran. Und ich saß erst da und war so, hey, what the fuck? Und dann hat es kurz, es musste kurz sitzen und so verdauen, bis ich dann gecheckt habe, so, oh shit, jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Und das ist eben auch genau das, wo du eben sagst, die Gesellschaft sagt, du bist 30, du bist erwachsen, man macht dies, macht das. Ich verstehe teilweise auch, wo es herkommt. Ja, Gefühlt. So, ich glaube, wenn du nicht lernst oder dir selber lernst, deine eigenen Muster zu durchbrechen und die Sachen neu zu denken und so, dann ist es ziemlich sicher der Fall. ja. Ich glaube, wenn du irgendwie gewillt bist, deinen eigenen Shit die ganze Zeit zu reflektieren und dir zu überlegen, ob ich Dinge eigentlich fundamental anders machen könnte, als ich sie mache, dann ist es gar nicht der Fall. Und was halt jetzt noch der Fall ist, zumindest so in der Generation, in der wir sind, ich denke mir eher so, keine Ahnung, wenn ich mal in meinen 40ern bin, wenn du wirklich verheiratet bist, Alt bist. die ganzen Sachen, die vor 20 Jahren noch normal waren, mit 30, die sich immer weiter nach hinten verschieben, dann wird es halt wirklich schwierig, Sachen ganz neu zu starten, einfach weil du Verpflichtungen hast, weil du so viele Dinge hast, die du hast ja nie on ein a daily Leben. basis irgendwie am Laufen halten musst, dass es, glaube ich, dann richtig schwer wird, sich in ganz neue Ventures reinzustürzen. Komplett. Schwieriger wird.
Aber ehrlich gesagt habe ich mich in der Hinsicht nie freier gefühlt als jetzt, weil mit Anfang 20 haben mir nicht nur irgendwie teilweise die finanziellen Möglichkeiten gefehlt, sondern das Netzwerk, das Wissen, diese ganzen kreativen Ideen, die man hat, irgendwie zu irgendwas sinnvoll umzusetzen. Das hat mir random, ich ärgere mich jetzt so ein bisschen, weil ich habe tatsächlich einen sehr weißen Spruch gebracht am Wochenende, wo wir auch diese Jüngere nochmal kennengelernt hatten. So. Und so dieses... Hast du es nicht aufgeschrieben? Nein, leider nicht. Es war irgendwas von wegen so, wenn du 30 wirst, es geht nicht so ums Erwachsenwerden, sondern du gewöhnst dich nur an den Geschmack von der Scheiße, die du frisst. So jetzt, aber es ist so, teilweise, ich habe es besser gesagt, ich ärgere mich, weil... Habt ihr nicht vorher gesagt, dass ihr mit Schimpfwörtern vorsichtig sein wollt? Ja, Scheiße geht ja noch, oder? Also ich meine, das ist die Frage. In Deutschland darf man eh mehr, also im deutschsprachigen, wie ist das sagen, in Scheiße Österreich? fressen. Weil ich meine, Geht wir schon. dürfen eh auch, aber da musste ich jetzt an die Stefan Raab-Folge denken, wo Eminem halt alles durchgesucht hat. Aber I digress. Ich glaube, es ist diese Freiheit, was du sagst, ist, weil man merkt, nichts verändert sich. Bist du so, hä? Das war jetzt dieser Big 30, so, ich soll jetzt irgendwie erwachsen sein, plötzlich weiß ich mehr, ich bin stärker, ich bin schlauer, so, und merkst so, nein, und da sag ich, das waren so bei mir die letzten Sorgen, die man hat, was andere Leute denken, die verschwinden dann, weil du bist so, das war das jetzt? Ich hab 30 Jahre auf diesen Moment gewartet und es ist einfach nichts. So ist es nichts passiert. Und du bist so, okay, dann mach ich einfach immer einen Scheiß. Du hast doch nicht diese ultimative Sicherheit in deinem Tun und Sein, die du mit Erwachsensein mal verbunden hast. So irgendwann akzeptierst du so, I'm just a grown-ass baby. Ja, also ist so. Am Ende des Tages echt. Und dann kommt auch dieser Moment, wo du natürlich deine Eltern auch zu Hause hast und auch langsam merkst, okay, Das ist nochmal anders. Ja, das wenn sind die auch Eltern, jetzt sind wieder Babys. Ja, es sind auch Menschen. das ist das. Du realisierst, es sind auch Individuen mit einem Die Question. History und Ja. einem Leben und weirden Seiten Ja. und Wann- Eigenheiten. So. Wann war das erste Mal, dass also instant, weil wir eben dieses Eltern so, wann war es bei euch so das erste Mal, dass ihr gemerkt habt, so dass ihr eure Eltern als Mensch, als Individuum, als nicht Mama und Papa gesehen habt, sondern als, keine Ahnung, Anke und Peter oder... Ich glaube, das war, als ich weggezogen bin, 2015. Und ich bin im Juli weggezogen und bin erst im Oktober, November erst dann mal wieder daheim gewesen. Und ich glaube, das war dieser Moment, wo du zurückkommst und die Eltern einfach begreifen, so hey, er schafft es alleine auch so. Und ich habe auch diese Sicherheit einfach mit mir gehabt. Weißt, ich komme jetzt daheim so und die freuen sich auch alle und ich bin gleichzeitig Gast, was ein bisschen weird ist, aber dennoch Besuch kommst zu du Hause, so von deinem Zuhause gerade und bist jetzt da am Start und so, what's up? So, ich hab's überlebt, so. Also ich bin noch immer da. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die Eltern akzeptieren das auch gerade und sehen, wow, der Sohn geht seinen Weg, kommt zurück, er ist stabil, so. Ja, das war so der Moment, glaube ich. Ich glaube, bei mir war es wahrscheinlich so, erstens, also auf jeden Fall ausziehen, so 19, 20 nach Wien ziehen. Ja. Und einfach mal, bis dahin hast du bist halt, also bei mir war es halt vor allem meine Mom, bist halt in so einem, alles geht dir schon auf die Nerven, wieder raus, bist die ganze Zeit in diesem Modus. Die kann nichts richtig sagen. Unappreciative auch. Und ich glaube, nach ein paar Jahren hat sich das dann eingestellt, dass ich halt auch mehr Wertschätzung wieder bekommen habe. Ich glaube, wenn man merkt, wenn man nach Hause kommt und der Kühlschrank ist leer, dann merkt man so, wenn man das erste Mal Kühlschrank aufmacht und ist so, fuck. Oder Scheibenkleister. Aber ich bleib einfach ich werde so viel fluchen. Ja, nein, es ist lustig, es sind nur diese Momente so. Ja. Und ich glaube vor allem auch zu reflektieren, als ich bin jetzt so alt, wie meine Eltern waren, als ich, keine Ahnung, Auf die 3 Welt war. gekommen Ja. bin oder Ich habe so. schon Erinnerungen an meine Eltern, als sie in demselben Alter waren. Ja, Und dann fängst du irgendwie an, so zu konstruieren, so, okay, die waren auch Personen. ja. Und dann denkst du mal über deine Kindheit nach und dann fällt mir auch so,
meine Eltern waren feiern und so. Ja, man verbindet so voll. Ja, man connectet Die waren diese. basically so wie ich, nur vor 30 Jahren. Ja. Ja. Ist aber auch irgendwie eine schöne Experience. Sehr, sehr, sehr schön. Es ist so dieses, ja, weil bei mir hat es aber komischerweise, es war länger, weil das ist auch eine komische Dynamik. Ich hatte halt noch mehr Geschwister. Also ich habe einen Bruder und dann noch 2 Pflegebrüder. Die haben noch genug Chaos gemacht. So, ich glaube, meine Eltern, ich war mal so Kleinere oder größere? kleinere. Ich bin der Älteste. Okay, auch immer spannend finde ich. Ja, Welche das ist sowieso auch, Rolle man da einnimmt. weil das ist lustig, weil ich sehe es, da können wir nochmal raufkommen, aber so bei dir und deinem Bruder, ich sehe, ist dieselbe Dynamik wie bei mir und meinem Bruder. Genau 1:1. So no shit, so wirklich, es ist scary, wo ich euch manchmal anschaue, ich bin so wer er, weil das ist aber auch Jungs, man ist vom selben ähnlicher Charakter, so. Ich glaube, das ist bei vielen so, aber ich war halt der Erste, der weg ist, so. Und, aber erst als der Zweite weggezogen ist, habe ich es dann gemerkt. Aber das war auch ganz komisch, weil es ist irgendwann plötzlich ist dieser Moment so, ist es auch wieder, ich bin zurückgekommen so und habe dann gemerkt, so, man merkt erstmal, man ist seine eigene Person, aber dann hat es halt auch so dieses, irgendwann ist mir von Schuppen von den Augen gefallen. Ich war so, okay, scheiße, okay, es sind auch Menschen, so, die haben auch Erfahrungen. So, mein Vater war immer sehr offen, so, ich wusste schon, ich war 14, mein Vater hat mir erzählt, wie sie in der DDR feiern waren und mit den russischen Militärs Krimsekt gesoffen haben, weil sie irgendwie das Geld wegbringen mussten und so. Und so habe ich halt erfahren, dass er irgendwie mal eine Nacht dann auch im Gefängnis war, weil er seinen Pass besoffen verloren hat. Und die DDR-Polizisten waren so, ja, so sie bleiben erst mal hier. Und so hat mein Vater eben die Grenze. Seine anderen Kollegen, die haben alle ihre Pässe verloren. Die anderen sind über die Grenze gehüpft. Halt auch Engländer. Aber wie du gesagt hast, man merkt halt so, du erinnerst dich zurück und bist so, deshalb war meine Mama so müde. Oder mein Vater so, ja, er geht nur spazieren. Oder ich weiß noch, ich habe mal beim Freund von meinem Vater so einen Beutel gefunden mit so grünen Sachen drin. Und das war natürlich ein Kräutertee. Und ich habe natürlich geglaubt, das war halt sein Hopfentee. Haben sie mir wortwörtlich so gesagt, bis dann irgendwann ich gecheckt habe, das war kein Hopfentee. So. Aber und bei meinem Dad, glaube ich, ich hatte eine Phase, wo ich wenig bis gar keinen Kontakt mit ihm hatte, so als junger Erwachsener. Und als ich dann so in meinen Mitte 20 wieder Kontakt mit ihm hatte, glaube ich, war es einfach ein ganz anderes Liegen als so diesem Zeitpunkt, wo ich erwachsen war. das ist auch bei Vätern, glaube ich, so. Ich glaube, genauso wie, ich nehme an, auch also Töchter und ihre Mütter, dann, sobald sie erwachsen sind, nochmal eine andere Verbindung haben, ist es so. Ich glaube, bei denen fangen es schon viel früher an. Ich sehe bei meinen Schwestern so, das hat schon früh begonnen, weil unter anderem, weißt du, Frauen haben ja auch noch andere Sachen, die dazukommen, wo die Mutter auch dafür zuständig sein muss. Ich glaube, da ist so ein Bonding schon sehr intensiv am Start. Aber bei mir so, bis ich ausgezogen bin, war das Verhältnis eher straight, so Vater-Sohn, so straight, weißt du. Aber jetzt, also die Jahre danach, wo ich ausgezogen bin, du merkst, okay, jetzt sind wir Buddies, so, weißt du, wir haben uns einander. Ja, es ist so von oben herab, plötzlich ist man so auf Augenhöhe. Voll, auf Augenhöhe. Ja, und dann einfach auch zu sehen, dass seine Eltern altern. So, Ja. dass sie zumindest physisch definitiv. Das ist scary, ja. Und dann halt auch, weiß nicht, du fühlst dich dann halt doch automatisch Verantwortlich auch. Ja, und du siehst einfach, dass sie auch sehr lange sind sie einfach so deine Beschützer. Ja, voll. Und irgendwann merkst du so, okay, jetzt bin ich vielleicht in der Rolle, dass ich... Ja, du kriegst so diese Verantwortung so. Vor allem weil wir sind auch alle 3 Erstgeborene. So. Das ist ja nochmal... Ich glaube, man gibt sich selbst immer mehr die Verantwortung als Ältester, weil man ist so, ich bin der Ältere, ich muss so. Du wirst auch irgendwo dorthin gepusht. Aber auch selbst wenn, weil so bei mir in der Familie sind auch so viele Leute so, aber man ist immer so man fühlt sich immer so, man muss irgendwie so als Ältester, man beschützt, egal ob der jetzt größer, stärker ist, der kleine Bruder so, aber es ist halt nochmal anders, wirklich. Und dann halt, ja, die Erfahrung ist halt, natürlich bei dir ist nochmal anders, dann eben diesen großen Break zu haben, mit wenig Kontakt zu dem Vater, wo ich es nicht ganz so kenne, aber mein Vater auch über eine Zeit lang, bei mir war es so, der hatte zwischen, ich glaube, ich war in der 6. Klasse, da wurde er mit Leukämie diagnostiziert. Halt irgendwie einer der seltensten Fälle. So. Nochmal, das ist für eine andere Geschichte, für eine andere Episode so, aber das ist 6. Klasse, von 12 bis 17 war ich der Mann im Haus. So. Weil mein Vater halt 100 Kilometer weg im Krankenhaus war und meine Mutter hin und her ist so.
Und da ist halt da macht man halt, weil wer nicht, wenn der ältere Bruder so. Ich habe dann meinem kleinen Bruder, ich habe ihm Frühstück gemacht, ich habe ihm Hausaufgaben geholfen, so. Egal, ich gehe zum Nachsitzen, es war mir so egal, weißt du, dieses Beschützer, also du bist so, solange er isst und er seine Hausaufgaben gemacht hat, passt. So, ich habe manchmal seine Hausaufgaben gemacht, damit er kein Beef macht, weil mein Bruder war, du weißt, wie kleine Brüder sind, die machen manchmal gerne ein bisschen Terz und vor allem, wenn man dann zum Beispiel nicht aussieht wie die Allgemeinheit oder auch vom Namen her etc., dann ist man noch mal mehr so Zielscheibe. Und da beschützt man halt noch mal umso mehr, aber ich glaube, da sind halt auch die kleinen Brüder, die dann umso mehr noch mal gehen. Ja, aber eben diese Sachen überhaupt mal zu reflektieren, welche Rolle man so in seiner Familie eingenommen hat. Einfach durch die Geschwisterkonstellation. Kann theoretisch auch Einzelkind sein. Das hat lange gedauert. Also es ist immer noch so ein ongoing Ja. Es ist so ein Battle. So. Wirklich. Passiert in meiner Kindheit und Jugend. Definitiv. Das haben wir auch bei deinem Bruder gemacht, als wir beim Geburtstag waren. Und dann kamen diese Stories und er ist so, ja, er hat mich vom Dach geschubst und du warst so, das war 1,50 so. Du hörst diese 2 Geschichten. Er so, ja, 4. Stock, ich bin runtergefallen, nichts passiert. Story so, ja, okay, es war vielleicht so hoch. So diese Geschichten so. Mein Bruder hat das darf ich nicht laut sagen, das wird zu innerfamiliären Beef führen, aber er hatte einen blühende Fantasie. Nicht Fantasie, ich würde nur sagen, zu leichter Übertreibung. So theatralischer Übertreibung als Stilmittel. Ja, ich wollte gerade sagen, stilistisch so. Es ist so er mag Hyperbeln. So. Aber ist bei meinem auch so. Ich erinnere mich nämlich, lustig, weil du es nämlich sagst, es gibt diese eine Story und ich weiß noch, ich musste so lachen auch. Eben, wir sind halt auch aufgewachsen auf dem Land so. Und mein Bruder war in der Hauptschule, ich in der Realschule. So. Das war Number One schon. Mein Bruder sieht auch nicht ganz so deutsch aus wie ich, aber er weiß zum Beispiel so, Medo weiß, er sieht eher noch nordafrikanisch aus wie ich. Er geht eher nach unserem Großvater. Okay. Irgendwann kommt eine zu mir her, so ein Mädel auch aus demselben Dorf, die so, hey du Franz, ich habe gehört, dein Bruder hat gesagt, euer Opa ist schwarz. Und ich so, hä, nein? Also er kommt aus Algerien, aber das ist jetzt nicht so. Dann habe ich mit meinem Bruder geredet, ich so, ja, gehst du rum und erzählst irgendwie so, ich denke mir so, will er jetzt irgendwie so rappen oder so, so Race Cup spielen, so, nein, ich habe nur gesagt aus Algerien und Nordafrika und dann haben sich die Bauernkids haben halt nur Nordafrika gehört und waren so, ey, das ist ein Schwarzer, warum sieht der nicht so aus? Und ich denke mir schon, weil eben auch ich kenne meinen Bruder und ich bin so, der hat safe erzählt, Afrikaner, so. Nicht, dass er sagt, ich bin schwarz, aber nach dem Motto so, Afrikaner. Aber nachher hat er erklärt, so, er hat Nafri gesagt und die haben sich das dazu gereimt. Viele Post. Ja, wirklich, Alter. Aber da denke ich mir halt auch so, ja, für mich war es ja nochmal angenehmer. Ich meine, ja, für euch beide in Österreich oft, also Schulzeit, ja. Ja. I mean, Das wäre ein eigener Podcast. Das wäre nochmal ein eine eigener Podcast. ganze Aber ich Folge denke, so. das kommt auch, was ich eigentlich allgemein fragen wollte, warum Journalismus eigentlich damals bei dir? So Das ist eine gute Frage. Ich ist kann schon- mich ziemlich genau an den Moment erinnern, als ich den Beschluss gefasst habe, so, ich mache Journalismus. Ich glaube, es war auch damals schon irgendwo in Connection mit Musik. Aber ich habe immer, also in erster Linie sehe ich mich immer so als Konsument von Musik. Und alles einfach so nicht nur Musik, sondern alles einfach absorbieren. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt für mich selber, ich weiß gar nicht, wohin mit, so, ich könnte einfach, weiß nicht, 20 Jahre lang studieren, wüsste gar nicht so, wie ich das praktisch anwende. Ja. Das hat mich immer so auch ein bisschen, also das ärgert mich bis heute teilweise ein bisschen, dass ich mir einfach fühle, das will ich nur aufsaugen und nichts Konstruktives draus machen. Und so war es auch mit Musik. Also ich habe, keine Ahnung, Gitarre gespielt, Bass gespielt, Instrumente gelernt, von klein auf. Band und alles. Ja, nicht Nicht? wirklich so Band gehabt, irgendwie konstruktiv so zur Schau gestellt hätte. Also ich habe das alles so ein bisschen für mich selber gemacht. Oder hauptsächlich für mich selber gemacht. Und daraus habe ich irgendwann, kann ich mich erinnern, bin ich am Rücksitz von Freunden im Auto gesessen, waren wir so Ende der Schulzeit. Und es ist, glaube ich, ein neues Gorillaz-Album rausgekommen. Und ich fand es einfach so faszinierend, welche Features da zusammengestellt werden und so. Und da habe ich mir gedacht, so, weißt du was? Ich glaube, ich studiere Journalismus und werde Musikjournalist. Und alle waren so,
makes perfect sense. So, Verstehst. es macht einfach Sinn. Das mache ich jetzt, das ziehe ich durch. Und von da weg habe ich mir überlegt, wie ich das am besten machen kann. Und habe mir halt so die coolsten Anknüpfpunkte gesucht, die ich irgendwie im Journalismus sehen konnte. Ich habe mir auch immer gedacht, so, ich will Reportagen für Weiß machen. Ja. Weiß machen entdeckt habe und diese ganzen YouTube-Dokus vorher waren und so. Und habe dann sehr zielstrebig auf das hingearbeitet, bis ich das Gefühl gehabt habe, ich habe mich auch ewig lang nicht beworben und habe nur so, weiß nicht, halt für mich selber geschrieben und geübt und so. Und dann, als ich das Gefühl gehabt habe, ich bin jetzt ready für die Arbeitswelt, bin ich eingeschrieben und es ging dann. Ja, ich glaube grundsätzlich, um es zusammenzufassen, ich glaube, ich habe halt eine gute Auffassungsgabe. Ja. Ich bin eher so ein Schwamm als Person. Also das Auffassen und dann auch das Verarbeiten dann, oder? Also muss wohl so sein. Und Journalismus verfolgt halt eigentlich relativ klare Regeln. So, die kannst du dir anlernen. Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Natürlich hilft es, wenn du kreativ bist, aber ich glaube, ich bin eigentlich ein Creative, der halt Journalismus als Handwerk gelernt hat. Ja, und manchmal vergesse ich so, dass ich auch ein Creative bin. In letzter Zeit ist es gerade durchs DJing und so ist mir wieder bewusst geworden. Aber ich finde, im Endeffekt ist das auch dann die Balance, finde ich, weil du auch irgendwo in der Culture drin bist, weil für mich ist Journalismus immer auch sowas oft von außen betrachtet, so, weißt du, so. Ja, so fly on the wall. So. Du als DJ, du siehst die Masse, du siehst, wo die Musik hingeht, du bist einfach on time, so, das ist nochmal vor. Halt einfach nicht Teil von der Culture, Kultur, gesellschaftlichen Milieu, was auch immer das sie covern. Eben. Und dann wird es, glaube ich, dann wird es auch schwierig, das Vertrauen der Leute, der Protagonisten sozusagen zu gewinnen. Und das ist halt das, wo wir auch gewinnen bei Lituation. Der Plug, was, weil Donnerstag und Samstag? Weil wir die sorry, nur noch Masse samstags. lesen können. Wir können die Masse lesen. Ja, so irgendwo. Mensch. Wir weil wissen, wir Teil davon sind. Ja, voll. Weil wir halt nicht irgendwie, wir sind halt einfach literally einfach nur ein Teil einer größeren Community. Definitiv. Für jeden nochmal Samstag, Praterstraße in Wien. Könnt ihr Tori sehen. Und wenn ihr einen Teddybär mitbringt, dann zwinkert euch Tori auch zu. Aber ihr müsst einen Teddybär mitbringen. Habe ich jetzt gerade so entschieden. Meine Teddybär. Naja, schau, das wären so ich habe jetzt gesehen, Teddybär einfach Drake, zum Pult geworfen. Schau, so, es wird einfach Drake kriegt ja die ganzen BHs. Er hat ja auch sein fettes Bild gepostet, wo... Warte, schau, das ist jetzt da so mal... auch, weißt du so, er ist eher auch nochmal eine andere Geschichte, so, aber ich denke mir, DJs sollten auch mal. Oder vielleicht magst du Süßigkeiten, was ist dir lieber? Oder was sollen die Leute... Nein. Okay, wisst ihr was? Ich bin Er ist vegan. Mehr oder weniger trockener Zuckerjunkie. Und ich versuche so fern von Süßigkeiten zu bleiben wie möglich, weil ich crack einfach auch. Das ist bei mir so. Ja, deshalb, ich habe bei mir immer schwarzer Tee mit Zucker. So, das ist, Ich habe gar keinen Zucker zu Hause und so, weil wenn das da ist, dann... ich brauche das für... Schau, das Problem Ich ist, verstehe, was du meinst. das Schlimme ist bei mir, ich bin halt Zucker- und Koffein-Junkie. So ADHD halt, klassisch. So Zucker, bam, weißt du so. Ja, so und ich kenne die Ich Kaffee gieß gern nicht bei ohne. anderen mit. Aber sonst auch nie. Also sonst, nein, aber wenn du mir auch so hinstellst, ich kann... irgendwas nächstes sehen, Ja, Nee, das ist der ist weg. bevor ich nachgedacht habe. Selbst Nee, wenn es ich ist- halt... also, Bevor ich safe, ich hatte mal, ich weiß nicht, ich habe einmal in London, da war auch während dem Lockdown und eine Freundin von der Arbeit, die hat mitbekommen, dass ich Pistazien mag. Die hat bei Amazon knallhart 1,5 Kilo Pistazien bestellt und mitgebracht, so 1,5 Kilo Sack Pistazien. Dicker, weißt du, ich saß wir waren dann zu Hause, haben einen Film geschaut. Ich habe was haben wir geschaut? Guardians, so einen 2-Stunden-Film. Ich habe die halbe Packung Pistazien aufgegessen. Ich habe gegoogelt, ich habe nachgerechnet. Ich habe an dem Abend in dem Film 3.500 Kalorien in Pistazien gegessen. Es war 10 Uhr abends, 3.500 Kalorien. Meine glaubst- Zähne und Finger, glaubst du, dass alles war kaputt direkt vom Salz. mit ADHS zusammenhängt? Ich glaube schon, also das Zucker, ich glaube so dieses Zucker und das Snacken, das ist einfach Dopamin. So ADSler haben einfach du suchst irgendwoher dein Dopamin. Zum Beispiel Michael Phelps, auch ADHD, aber seine Mutter hat gecheckt
warte mal, wenn ich ihn in den Pool, er will in den Pool, er will nur schwimmen. Das heißt, wenn ich sage, okay, mach deine Hausaufgaben, dann darfst du 2 Stunden schwimmen, macht er seine Hausaufgaben und schwimmt dann. Und wenn du dann besonders gut schwimmst, kriegst du das. Das heißt, es geht eher um dieses Lenken, aber es ist genauso so, wenn man aufgeht in seiner Kreativität, da kriegt man diesen Kick, so das Dopamin, du musst dann nicht arbeiten. So, wir sind eine Person, jeder ist so, oh, ich brauche eine Pause und man macht doch so, ja, nee, warte, ich baue noch schnell die Bühne auf. Dann baut man alleine Bühne auf, während alle irgendwie gerade total Meier sind, weil ist halt einfach anders, ja, effektiver so. Aber ich glaube, deshalb sind diese kleinen Pick-me-ups, so dieser Zucker, das ist dieser kleine Spike oder die Zigarette, so oder auch. Mein Bruder und ich waren beide so. Ich kann mich erinnern an die Story, Charlie von HFA, von uns, als wir ihn kennengelernt haben, sind wir bei ihm gesessen und er hat uns Tee gemacht und Tim und ich sind beide da gesessen und er erzählt es bis heute so, er konnte nicht fassen, wie viel Zucker wir in diesen Tee gelernt haben. Ich habe literally so viel Zucker in Sachen gegeben, dass er sich nicht mehr aufgelöst hat. Dass immer am Ende ein ekelhafter Saft Zucker war. Den habe ich dann noch so. Ja, gelöffelt, ja. Das ist so. Den Zucker noch in die Zähne reinreiben, aber. Ja. Und ja, ADHD, ADS runs deep in our family. Lustigerweise, ich habe irgendwann dann eben auch meine Journey so, weil es ist lustig, ich habe ja, um zu sagen, ich habe Medienmanagement studiert, also ähnliche Richtungen, wo Terry und ich so ein bisschen herkommen. Ich habe halt das so gemacht, ich bin halt nach Sachsen. Ich wusste ich wollte immer in die Medien. Lustigerweise, ich habe als Kind, mein Bruder und ich, wir haben immer Werbungraten gespielt. Das heißt, weil RTL 2, wir haben alle Klasse geschaut, kamen so 5, 6 Werbungen. Wie man halt ist, man schaut so, okay, wie können wir uns battlen so. Und der Gewinner musste bei der nächsten Pause nicht Eis holen, sondern der andere musste dann währenddessen sozusagen Snacks holen. Klassiker. Und wurde immer besser damit, aber habe diese Appreciation gehabt, weil ich halt in Deutschland und England aufgewachsen bin, aufgrund dessen, dass mein Vater Engländer ist, meine Mutter Deutsche, bin ich viele Ferien drüben gewesen. Ich habe gesehen, so wie die Werbung in England war und wie sie in Deutschland war und wie so der Unterschied in den Shows, und habe gemerkt, so, wow, ich will das auch machen. Ich wollte eigentlich in die Werbung gehen. So, ich wollte eigentlich Agentur, mein Ding war so, ich werde Creative Director. Ich mache Werbungen, ich denke mir Werbungen aus, so Don Draper, bevor es da war. Hab dann in der Uni wirklich mehr mit auch Leuten aus der Industrie gearbeitet. Wir hatten dann viele Professoren, die auch aus der Industrie kamen und habe dann gemerkt, wie schwer wie Agenturmenschen sein können, um jetzt mal. Agentur. Ich versuche gerade Worte zu finden, ohne dass man sich irgendwie selbst nochmal irgendwie in Zukunft in den Fuß schießt. Aber es ist nicht für jeden was und es ist auf jeden Fall, was die Kreativbranchen angeht, meiner Meinung nach die härteste. Aber ähnlich zur Fashion. Es ist auf jeden Fall eine harte. Smirky. Ja, Aber bin, wie gesagt, studiert. Und habe in der Uni dann Leute kennengelernt und habe diese Musik gesehen, habe gesehen, wie Leute da connecten und es dieselbe Emotion, die es mit Werbung eben gibt. Und dann habe ich gemerkt, so Film, okay, du hast Musikvideos auch. Das war so, ich war immer ein sehr visueller Mensch, viele Filme, so ich habe Filme 3, 4 Mal nacheinander angeschaut, nur um irgendwelche Fehler zu finden. So ich war dieser 13-Jährige, ich war auf IMDb und habe mir Fun Facts über einen Film angeschaut, habe mir dann den Film angeschaut und gesehen, ob ich das erkennen kann. So Nerd war ich so. Und dann bin ich irgendwie in die Musik reingefallen. Aber das war immer diese Passion, die auch da war. Aber ich habe nie, weil ich selbst nicht Musiker bin, war ich so, okay, ich dachte früher so, klassisch, du musst Talent haben, um in die Musik zu gehen. Wir wissen alle, ja, Talent ist relativ, es geht eher um diese Work Ethic. Und bin wirklich so wie im Film halt reingerutscht. Aber ich glaube, das ist in unserer Branche, im Kreativen oder allgemein oft dann reinrutschen. Also du rutschst in eine Situation rein, du lernst jemanden kennen, gehst dahin, lernst jemanden spontan kennen, du bist bei einem Event, du läufst jemanden über den Weg. Ja, da kommen wir auf das zurück, dass man wie wir hier sind, offen bleiben sollte im Leben und oft auch sehr vieles auf sich zukommen lassen sollte. Um noch einmal das, was man von sich selber sagt, zu suchen, auch zu finden. Weil im Endeffekt, so wie ich mich jetzt gerade sehe und auch in der Position, wo wir uns jetzt auch befinden, ist es gerade sehr wichtig, Leute ihre Kreativität, die sie in sich haben, einfach mehr oder weniger rauszukitzeln, weil es halt doch jetzt von der Zeit her, in der wir leben, so
genau der Ausgleich ist sozusagen eine kreative Ader zu haben, um sie, je nachdem, wie du sie ausarbeiten willst, aber die Kreativität sollte auch dazu nutzen, dass du früher oder später dein Dasein auch damit, wie soll ich sagen? Ja, wenn du deine Identität einfach kreativ sein schaffen willst, dann solltest Eben. du irgendwann Früchte tragen oder so, Eben das. so viel Struktur haben, dass du irgendwie. Voll. Beziehungsweise, das tue ich mir auch schwer. So, ich verstehe auch Leute, die ihre kreative Passion komplett nur als Hobby halten wollen. Ich finde, das ist auch wichtig. Ja, und keine Ahnung, lieber an der Supermarktkasse arbeiten und dafür. Die aber auch bald wegfällt, die Supermarktkasse. Ja, stimmt, die auch bald wegfällt. Aber die dafür quasi ihre Passion so pure wie möglich halten können. Safe, also. Weil wir wissen alle, dass es ein Struggle ist, irgendwie, beziehungsweise auch einfach mit so vielen Kompromissen dann verbunden ist, wenn du kreative Arbeit kommerziell machen willst. Deshalb zum Beispiel, es ist lustig, dass du sagst, weil ich bin so jemand, ich fotografiere auch gerne und ich bin auch der Meinung gut, habe aber irgendwann explizit mir das so gesetzt, dass ich mache das nicht, um Geld damit zu verdienen, weil ich in London halt auch mit Influencern gearbeitet habe, wusste, ich kann selbst schon fotografieren, habe aber nie das angeboten, hätte auch sehr einfach, wahrscheinlich auch sehr gut Geld machen können, aber mir ging es darum, so, wenn ich ein Foto mache, das ist für mich die Kunst, die Auslebung und ich weiß vor allem viel Influencer, viel Modeling, da geht es um retuschiert das, mach dies, mach das und ich bin so jemand, nein, für mich ist das die Kunst, das ist eine Momentaufnahme, so habe ich die Fotografie kennengelernt, dass Fotografie in diesem Moment, dieser Moment wird einmal da sein und dann nie wieder, nicht davor, nicht danach, das ist diese Sekunde in der Geschichte aufgenommen. Ich kann mich jetzt auch in ein Studio reinstellen, kann Clips machen, retuschieren oder auch jemanden dafür bezahlen, aber wie gesagt, das ist so dieses Verkaufen dann. So diese Seele, wo ich verstehen kann, dass viele auch hobbymäßig einfach nur singen möchten. Wo es gibt auch Leute, du denkst dir so, wow, was hast du für eine fantastische Stimme, warum wirst du nicht Sängerin? Aber viele wollen es auch nicht oder die Industry oder sie können nicht. Ich finde, man merkt es halt in Musik, dass wenige KünstlerInnen so den Space haben, einfach nur Musik zu machen. Ja, das stimmt. Musik zu machen. Weil wenn es der Fall wäre, dann würde nicht so viel dieser Formel folgen, die halt kommerziell funktionieren oder die irgendwelche Algorithmen gerade brauchen, damit du erfolgreich damit sein kannst. Ich kann auch gut mit dem Kompromiss leben. So, ich finde auch so dieses, okay, wo befinden wir uns gerade als Culture und wie kann ich da irgendwie erfolgreich agieren drinnen, ist auch ein nicer Aspekt. So aber ich glaube, dieser Aspekt, dass du halt einfach nur Sachen machst, um zu machen, einfach nur um Spaß damit zu haben oder weird zu sein oder irgendwas Ungehörtes, Ungesehenes zu kreieren. Wo befinden wir uns als Culture? Ist mir hängen geblieben, deiner Meinung nach so, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt 2023 und man geht jetzt 10 Jahre zurück, was war 2013? Was waren da? Angefangen zu studieren. Von der Musik her finde ich, so die Das war Anfänge so, von Trap. das war auch so Lil Wayne, so 6 foot, 7 foot. Nicki Minaj hat ihre ersten. Genau. Dieser Monster, Young Money, dieser Type. Ja, da war Drake noch überall. Da hat er gerade ich weiß noch, nein, das war davor noch. Aber ja, das ist genau diese, ich kriege halt richtige Throwbacks. Aber jetzt auf uns so bezogen, weil wir halt auch irgendwie von uns aus selber Austria als eine sehr, Austria als den Underdog natürlich auf die Mappe zu bringen. Ich glaube, wir haben alle, glaube ich, diesen Anspruch. Aber ich würde gerne wissen, wo du zum Beispiel auch als Journalist, wo du Österreich siehst, beziehungsweise wo es auch noch an Bedarf liegt, dass man früher oder später auch sagen kann, okay, die Base ist sozusagen auch jetzt da. So wann ist so der
Punkt, wo man sagen kann, es ist da. Wir lassen es mal beim Popkultur. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so. Oder alles andere. Ja. Aber Medo geht direkt erstmal so, okay, so. Where to start? Wird die Stimmung kicken. Ja, fix. Aber ja, ich glaube, dass es eine schwierige Ausgangsposition ist in Österreich, ist uns bewusst. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn man es runterbrechen muss, ich warte immer noch so auf den Moment, wo Österreich sich oder die künstlerische oder popkulturelle Szene hier einfach als Teil von dieser Welt mehr begreift, so auch als Teil von Europa. Einfach so, dass Wien ist wenn du es dir in Numbers anschaust, ist eine große Stadt. Ja, es ist nicht. Es ist eine der größeren Städte in Ja, es ist Europa. nicht. Es ist nicht irrelevant. Es ist jetzt kein Innsbruck so. Natürlich ist es, nein, es ist absolut Also, kein Innsbruck. doof gesagt Es jetzt. sind die Top 10 größten Städte in Westeuropa. Und ich glaube, weil Österreich als Land wird es nicht schaffen, sich so zu positionieren. Das ist nochmal eine Aber andere- Wien als Stadt, glaube ich, könnte sich schon positionieren in einer Art und Weise, die es attraktiv macht. Glaubst du, für- wie so ein Istanbul zu Türkei? Das dann so Wien. Weil sie also. Definitely. Also wie so oft Hauptstädte einfach oder die Metropolen von Ländern halt einfach Für sich ganz alleine anderen- stehen. für sich Ja, alleine das- stehen. Istanbul ist nicht die Hauptstadt. Nein, aber nein, das ist Kultur. Wir haben Yasin übrigens auch hier. Unser Danke fürs- Inhouse Turkish Advisor. Aber ich glaube, Aufmerksam machen. Das Türkisch für Anfänger. Hauptstadt. Türkei ist er meinte der. kulturelle Zentrum. Ja, das war's. Türkei. Es war aber mal die Hauptstadt. Hier Über hat's- Nigeria. Das meinte auch. Da war nämlich auch. Istanbul war auch mal die Hauptstadt von Nigeria. Fun Fact. Nein, aber. Real Times. Ja, ich entschuldige mich, höchstwahrscheinlich waren meine Vorfahren dafür verantwortlich. Wie fast alles. Sorry, I apologize. Ich entschuldige mich. Ihr kriegt nach. Praktisch. Ja, ich glaube, ab jetzt sollte ich mich prophylaktisch einfach bei jedem, der nicht aus. Das ist das Ding so. Na, schau, das Problem ist. Aber selbst aus den Leuten in UK muss ich mich entschuldigen. So. Weil, schau, jeder, der außerhalb von Europa kommt, da muss ich mich entschuldigen, weil ich Engländer bin. Jeder, der aus Europa kommt, muss ich mich entschuldigen, weil ich Deutscher bin. Ja, du hast nicht live. Und bei den Franzosen muss ich mich dann für alles entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Engländer bin, dass ich Deutscher bin und dass ich algerische Wurzeln habe. Aber das ist different. Das ist different fish. Das ist so. Perspektiven, alles. Aber kulturell, es ist interessant, weil ich muss sagen, auch als Außenstehender, als Deutscher, der so wirklich so auch fly on the wall ist und man hat ja immer dieses Haha, Österreich, kleiner Bruder oder mein Vater halt auch immer so liebevoll Schluchtenscheißer, wo es dieses große Bruder, kleine Bruder ist, aber Österreich schon gemacht hat in den letzten 10 Jahren. Also wenn du guckst, von 2013 bis 2003 gab es Christina Stürmer und Arabella Kiesbauer, die man in Deutschland kannte und vielleicht ein paar was auch immer. Ich bin kein Skisportler so. Aber seitdem hat sich so viel getan. Jetzt nicht nur mit dem Young Horn, aber auch eure ganzen Klimper-Bands. Wie heißen sie jetzt nicht Anna Wander, so Bilderbuch, so dieser Austro-Pop. Rock, der wiedergekommen ist, Craig Ignatz war dann auch kurz da, wo ich es halt schade finde. Das ist halt mittlerweile auch alles, also dass die halt irgendwie zumindest im deutschsprachigen Raum, auf der Bildfläche erschienen sind und wahrgenommen wurden in Deutschland, ist halt auch mittlerweile 7 Jahre her. So. Seitdem hat sich auch viel getan, aber halt nicht so on a big scale. Viel tut sich halt es tut sich viel innerhalb der Landesgrenzen. Am Ende des der Stadt. Yeah. So. Und es ist gefühlt viel internationaler geworden. Und ich habe bei vielen Sachen das Gefühl, so man hat immer diesen Österreich-Komplex, dass man sich außerhalb Österreichs nicht konkurrieren kann oder zeigen kann oder überhaupt irgendwie eine Rolle spielen Ich glaube, es fehlt einfach diese kollektive Maschinerie Ja, sozusagen. Auf jeden Fall. Und das Ding ist, also ich verstehe natürlich, dass andere Städte kulturell einfach weiter voraus sind, weil sie das über einen viel längeren Zeitraum entwickelt haben. Aber infrastrukturell haben wir doch alles, Wir was haben ja wir alles. theoretisch Also- brauchen würde, um richtig erfolgreich Das Also ist ich es sag's auch. irgendwie eine richtig erfolgreiche Kreativindustrie aufzubauen. Safe. Also Wien hat definitiv die Chance, auch in den nächsten 10 Jahren
Berlin als Kreativspot im deutschsprachigen Raum auch den Platz abzurennen oder beziehungsweise wenigstens ganz nah dran. Weil Berlin hat auch dieses so, weil früher war es so, als ich nach Wien gezogen bin, habe ich so dieses Gefühl gehabt, Wien versucht wie Berlin zu sein. Was vielleicht auch, okay, es ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her, aber es war so dieses, viele Wiener waren so, ja, manche sagen, Wien ist das kleine Berlin und ich war so, habe das nie ganz so gemacht, weil jeder ist halt auch protected von seiner Heimatstadt. Und bei mir geht es mit Berlin halt auch so, aber ich muss sagen, es ist angenehm, es ist schöner, auch im Vergleich zu London, wo man muss dann sagen, okay, London hat so viele Einwohner wie ganz Österreich, aber wenn man es runterbricht so auf die per capita, ist die Lebensqualität um einiges besser. Jetzt nicht nur dieses, okay, man kann leben und so, aber auch die Infrastruktur, die du hier hast, was die Kultur angeht, was Berge, Musik, Filme so. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich kann in Wien in 3 verschiedene Kinos gehen und kann mir englischsprachige Filme anschauen. Ich habe ein französisches Kino so. Ja. In einer Stadt, die nicht so wirkt. Wien ist international. Definitiv, das vergessen. Wien ist international und Österreich ist halt kein Land, das Internationalität sehr appreciated, aber sie ist da und ich glaube, je mehr sich irgendwie... Ich glaube, der Österreicher gewöhnt sich auch dran. Ich glaube, die gewöhnen sich mehr dran. So müssen sie auch. Müsste das Land sowieso. Aber eben, ich glaube, in der Hinsicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das ganze kreative Potenzial, das halt von überall kommt, in dieser Stadt so weit formiert, dass es sich irgendwie verselbstständigt. Ja, und wir haben es geschafft, unter diesen Deckmantel uns auch hier zu finden quasi. Ja. Und schauen auch, dass wir es dorthin pushen. Mir ist gerade so ein Ding gekommen, ich weiß nicht, ob das einfach nur mein ADHD hier und das weiterträumt so, aber theoretisch gesehen, wenn man uns jetzt, nicht um uns jetzt irgendwie, das uns wichtiger zu machen, als wir sind, so, aber zum Beispiel jetzt, was jetzt die Ballroom-Szene oder was allgemein Kulturszenen anging, ob jetzt auch West Coast, Hip-Hop-Musik, Deutschrap, überall so, den Leuten war ja nicht bewusst, was sie kreieren, so doof gesagt. Weißt du, so ein Biggie war ihm ja nicht klar, was er für die Kultur macht. So ein paar, die wussten zwar, ich mach's für die Culture, so ein bisschen, aber ich glaube, den Impact, den sie haben, diese Realisierung. Rolle siehst du in der Gegenwart. Ja. So, weil ich hatte gerade diesen Gedanken, so, was ist, wenn das gerade diese Konversation ist, wo dann, ich meine, hoffen wir mal. Das Ding ist halt, du musst halt an irgendeinem Zeitpunkt ein Narrativ erschaffen, das sich irgendwie auch, das dich interessant macht für außerhalb. Also du musst eine Geschichte aufbauen, die Storytelling. Ja, die sich vermarkten lässt und die Leute dazu bringt, dass sie sagen so, hey, ich will dorthin gehen. Weil wer sitzt sonst irgendwo auf der Welt und denkt sich so, ich will, keine Ahnung, ich will mich kreativ verwirklichen. Jena ist der Ort. Wird nicht passieren, solange diese Geschichte nicht da, also solange nicht nach außen getragen wird, sodass es ein Ort, wo du das machen kannst. So Making. Und ich glaube, da hilft dieses permanente österreichische Trampeln halt. Ja. Das wird nicht helfen. Nicht gerade nützlich. So. Wir müssen die Sachen, die gut an uns sind, halt einfach ausbauen. Es braucht halt so. Das war's wieder von uns. From Bros to Better. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ansonsten kommt Ani vorbei und haut eins rein, oder ich fetz dich. Also, nein, Spaß beiseite. Wir sind immer natürlich dankbar, dass ihr einschaltet, dass ihr teilt, dass ihr abonniert, dass ihr wirklich auch Teil dieser Community werdet. Und wenn ihr Vorschläge habt, wen wir einladen sollen, ob das Arnie, vielleicht den Kuzi oder wen auch immer, schreibt es in die Kommentare rein, schreibt uns natürlich auch die Fragen, die ihr an die Leute habt oder auch an uns. Was geht in eurem Leben ab? Vielleicht können wir euch ja irgendwo weiterhelfen oder wenigstens zum Lachen bringen. Und abonnieren nicht vergessen. Wie gesagt, alle Socials from Bros to Better und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao. Bros to Better.